Liebe gilt als eine der tiefsten Erfahrungen des Menschseins. Sie berührt unsere innerste Sehnsucht nach Verbindung, nach einem Gegenüber, das uns annimmt, erkennt und begleitet. Doch was verleiht der Liebe ihren eigentlichen Wert? Was unterscheidet sie von bloßem Begehren, von Abhängigkeit, von Pflichtgefühl oder Besitzdenken? Ein zentraler Gedanke, den wir in diesem Vortrag verfolgen, lautet: Liebe ist nur dann wirklich Liebe, wenn sie freigegeben wird. Eine Liebe, die erzwungen oder programmiert ist, mag wie Liebe aussehen, doch sie fehlt in ihrer Essenz. Denn nur wo jemand auch anders könnte, wo er auch Nein sagen könnte, gewinnt sein Ja an Bedeutung. Nur in der Freiheit zur Entscheidung liegt die Tiefe der Zuwendung. Diese These steht im Zentrum des Denkens von C.S. Lewis, dem britischen Schriftsteller und Philosophen, dessen Werk wir in diesem Vortrag als Ausgangspunkt nehmen. Für Lewis ist klar, Liebe setzt Freiheit voraus, aber nicht im Sinne grenzenloser Beliebigkeit, sondern als Raum der freiwilligen Hingabe. Eine Welt ohne Wahlmöglichkeit, in der niemand anders kann als zu lieben, wäre für ihn keine Welt mit echter Beziehung, sondern eine Welt der Automaten. Im Laufe des Vortrags werden wir daher untersuchen, warum Liebe Freiheit zur Entscheidung braucht, aber nicht das Böse selbst. Warum bedingungslose Liebe nicht bedeutet, alles hinzunehmen oder sich selbst aufzugeben. Und wie sich echte freie Liebe auf seelische Gesundheit, persönliche Reifung und Beziehungsfähigkeit auswirkt. Dabei ergänzen wir Lewis' Gedanken mit Impulsen von Michael Deppner, Joachim Kirchhoff, Hans-Joachim Marz, Armin Risi und Gerald Hüther. Denkern, die auf jeweils eigene Weise Freiheit, Liebe und Selbstentfaltung miteinander verknüpfen. Unser Ziel ist dabei kein idealistisches Träumen, sondern ein geistig reifer, existenziell ehrlicher Blick. Was bedeutet es, ganz konkret in Freiheit zu lieben, in einer Welt, die oft Angst hat vor beiden, vor Nähe und vor Freiheit? Stell dir vor, du wärst so programmiert, dass du gar nicht anders könntest, als jemanden zu lieben. Es gäbe kein Zögern, kein inneres Ringen. Du würdest lieben, weil du es musst. Würde man das dann noch Liebe nennen? C.S. Lewis würde sagen, nein, denn für ihn beginnt echte Liebe dort, wo der Mensch frei entscheiden kann. Und genau das ist der Kernpunkt seiner Überlegungen in The Problem of Pain. Dass Liebe nicht auf Zwang beruhen darf, sondern auf Wahl. Ohne Freiheit verliert sie ihre Würde. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Nein zu sagen, ist mein Ja leer. Aber dieser Gedanke wird oft falsch weitergedacht. Es heißt dann schnell, ohne das Böse gäbe es keine Liebe. Das Böse ist notwendig. Und genau hier liegt ein schwerwiegender Irrtum. Liebe braucht nicht das Böse, sondern nur die Freiheit. Nur in einer Welt, in der das Böse möglich ist, kann Liebe frei sein. Doch daraus folgt keineswegs, dass das Böse notwendig oder sogar gut sei. Es ist die Freiheit zur Entscheidung, die zählt, nicht der Missbrauch dieser Freiheit. Oder mit anderen Worten, nicht das Böse macht Liebe möglich, sondern die Möglichkeit, es abzulehnen. Das ist eine subtile, aber entscheidende Unterscheidung. Eine Welt, in der alle sich aus freien Stücken dafür entscheiden, einander Gutes zu tun, wäre keineswegs weniger bedeutsam. Im Gegenteil, jede liebevolle Geste wäre umso wertvoller, weil sie trotz der Möglichkeit der Gleichgültigkeit oder Ablehnung geschieht. Nicht das Böse adelt die Liebe, sondern das Risiko, es wählen zu können, ohne es zu tun. Und dieses Risiko ist kein Defekt, sondern der Preis der Freiheit. Lewis nennt es das Risiko des Schöpfers. Wer freie Wiesen will, muss zulassen, dass sie auch zerstören können, sich selbst, einander, die Beziehung zu ihrem Ursprung. Gott, wenn man so will, hat nicht das Böse gewollt, sondern die Liebe. Und dazu gehört Freiheit mit allen ihren Konsequenzen. Das heißt aber nicht, dass Leid oder Zerstörung einen Sinn in sich hätten. Vielmehr, sie sind nicht notwendig, um das Gute zu erkennen, aber sie sind möglich, weil das Gute frei gewählt werden muss. Diese Sichtweise hat auch psychologisch eine tiefe Bedeutung. Sie entlastet, denn sie zeigt, weder Leid noch Schuld sind ein göttlicher Plan, aber sie sind der Preis einer Freiheit, die uns Menschen als Mitgestalter würdigt. Auch dann, wenn wir daran scheitern. Das Gute
ist kein Automatismus, es ist ein täglicher Akt der Entscheidung. Und genau das macht es so wertvoll. Wenn Liebe nur echt ist, wenn sie frei geschieht, dann ist sie nie vollständig sicher. Freiheit bedeutet immer auch Risiko. Wer sich aus freiem Willen für einen anderen Menschen entscheidet, kann sich auch gegen ihn entscheiden. Und genau das macht uns verwundbar. C.S. Lewis nennt das die große Kostenfrage der Liebe. Wer liebt, macht sich verletzlich. Man öffnet dem anderen die Tür zum eigenen Innersten, ohne Garantie, dass diese Offenheit nicht verletzt wird. Liebe irgendetwas und dein Herz wird gewiss leiden und vielleicht sogar gebrochen werden, schreibt er in The Four Loves. Und dennoch, nicht zu lieben aus Angst vor Schmerz sei die weit gefährlichere Wahl, denn sie führt in Isolation, Verhärtung und schließlich zur inneren Leere. Doch gerade an dieser Stelle braucht es Unterscheidungskraft. Es gibt ein Bleiben, das Ausdruck innerer Reife ist und ein Bleiben, das aus Angst, Schuld oder Abhängigkeit geschieht. Wahre Liebe kann bleiben, aber auch gehen. Reife zeigt sich nicht darin, alles auszuhalten, sondern darin zu erkennen, was dient der Wahrheit, was dient dem Leben, was dient dem Selbst. Wenn eine Beziehung entwürdigend, gewalttätig oder unehrlich wird, ist Gehen kein Mangel an Liebe, sondern oft der erste Akt gesunder Selbstachtung. Auch Selbstentfremdung ist eine Form von innerer Gewalt. Manchmal ist das Mutigste und Liebevollste, was wir tun können, uns selbst treu zu bleiben, auch wenn das bedeutet, eine Beziehung zu verlassen. Nicht aus Härte, sondern aus Klarheit. Liebe ohne Selbstliebe wird leicht zur Selbstaufgabe. Und das ist keine Reife, das ist ein Echo alter Wunden. Gerald Hüther beschreibt Liebe als den Wunsch, dass der andere sich entfalten darf, aber auch, dass wir selbst uns entfalten dürfen. Liebe ist der unbedingte Wunsch, dass der andere sich zu dem entfalten darf, der er in Wirklichkeit ist. Doch wie kann ich diesen Wunsch jemandem schenken, wenn ich ihn mir selbst verweigere? Das existenzielle Selbst, wie es auch Michael Deppner beschreibt, ist kein angepasstes Ich, das sich selbst aufgibt, um geliebt zu werden. Es ist der innere Wesenskern, der sich in Freiheit zeigt, gerade auch dann, wenn es weh tut. Und manchmal bedeutet das, ich liebe dich, aber ich muss gehen, weil ich mich sonst verliere. Doch dieses Gehen ist nicht nur ein Akt der Selbstachtung, er ist oft auch ein Akt tiefer Ehrlichkeit dem anderen gegenüber. Denn solange wir aus falsch verstandener Liebe bleiben, ermöglichen wir dem anderen, sich weiter etwas vorzumachen über sich selbst, über die Beziehung, über sein Verhalten. Indem wir uns selbst treu bleiben, hören wir auf, seine Selbstverleugnung mitzutragen. Das ist keine Strafe, sondern eine Grenze, die Klarheit schafft. Gerade wenn der andere in Lügen oder innerer Zerrissenheit lebt, braucht er oft Menschen, die seine Lebenslüge stabilisieren. Wenn man sich jedoch entzieht, klar, aber nicht kalt, lädt man den anderen dazu ein, sich selbst zu begegnen. Man hilft nicht, indem man bleibt und leidet, man hilft, indem man ehrlich ist. Ein archetypisches Bild dafür findet sich in der Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies. Gott wirft Adam und Eva nicht aus dem Garten aus Rache, sondern aus Klarheit. Sie haben gelogen, Schuld verschoben, sich versteckt. Doch Gott trägt das Spiel nicht mit, er konfrontiert und er lässt sie gehen. Ihr dürft nicht mehr bleiben, solange ihr euch selbst nicht erkennt. Diese Geste ist kein Zeichen fehlender Liebe, sondern ein Akt geistiger Integrität. Gott liebt, aber er stützt keine Lebenslüge. Er bleibt da, aber nicht um jeden Preis. Und auch zwischen Menschen kann genau das die reifste Form der Liebe sein. Nicht alles zu verzeihen, sondern den anderen in die Wahrheit zu entlassen. Manchmal ist das größte Geschenk an den anderen, dass man ihn loslässt, nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihm die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu erkennen. Das ist kein Gehen aus Kälte, sondern ein Gehen aus Achtung. Denn Liebe ohne Wahrheit ist kein Mitgefühl. Es ist Mitleid oder Kontrolle, aber keine Freiheit. Und wer wirklich liebt, lässt sich selbst und den anderen nicht in Unwahrheit stehen. Kaum ein Begriff wird so häufig als Ideal zitiert und so häufig missverstanden wie der der bedingungslosen Liebe. Er klingt groß, rein, spirituell und doch führt er oft in die Irre, wenn er nicht differenziert verstanden wird. Denn
Was heißt das eigentlich, jemanden bedingungslos lieben? Viele meinen damit, ich bleibe, egal wie der andere sich verhält. Ich akzeptiere alles. Ich stelle keine Ansprüche. Doch genau das kann zur Selbstverleugnung führen oder schlimmer noch, dazu destruktives Verhalten zu dulden. Wenn ein Mann seine Frau schlägt, soll sie ihn lieben, indem sie bleibt? Wenn ein Kind keine Grenzen bekommt, ist das dann Liebe oder Vernachlässigung? Fragen wie diese zeigen, ohne Unterscheidung wird aus einem hehren Ideal leicht ein gefährliches Missverständnis. Hans-Joachim Marz hat immer wieder betont, dass Liebe emotionale Reife braucht. Und Reife zeigt sich nicht im blinden Aushalten, sondern im klaren Spiegeln, im Begrenzen und im Stehen zur eigenen Wahrheit. Liebe ohne Wahrheit ist nicht echt, Wahrheit ohne Liebe ist hart. Reife Liebe verbindet beides. Auch Gerhard Hüther weist darauf hin, dass Liebe nicht bedeutet, den anderen von Konsequenzen freizustellen. Im Gegenteil. Wer wirklich liebt, möchte, dass der andere wächst. Und Wachstum braucht Reibung, Korrektur, Widerspruch. Liebe ohne Grenze ist nicht großzügig, sie ist gleichgültig. Michael Deppner beschreibt in seinem Modell seelischer Gesundheit, dass ein Mensch, der sich selbst nicht achtet, auch anderen keine tragende Liebe schenken kann. Denn wenn ich mich ständig übergehe, mich selbst ignoriere oder verrate, dann ist meine Liebe kein Geschenk, sondern ein stiller Ruf nach Anerkennung. Schau, wie sehr ich dich liebe. Bitte sieh mich. Doch das ist Bedürftigkeit, keine freie Liebe. Bedingungslosigkeit darf also nicht bedeuten, dass alles okay ist, sondern dass die Liebe nicht an Leistungen gebunden ist. Ich liebe dich nicht, weil du gut funktionierst, sondern trotz deiner Widersprüche. Aber ich liebe dich in Wahrheit und Wahrheit heißt auch, ich sehe, wenn du mich verletzt und ich achte mich selbst genug, um dir das zu zeigen oder mich, wenn nötig, zu entziehen. Bedingungslose Liebe meint nicht, alles zuzulassen. Sie meint, auch dann liebevoll zu bleiben, wenn eine Grenze notwendig ist. In diesem Sinne ist bedingungslose Liebe kein Schleier über allem, sondern ein innerer Raum, der den anderen achtet, ohne sich selbst aufzugeben. Sie verlangt keine Perfektion, aber sie verlangt Aufrichtigkeit. Und sie verlangt, dass wir uns selbst nicht verlieren, um zu lieben. Denn wer sich selbst verleugnet, kann den anderen nicht aufrichtig bejahen. Nur benutzen oder überhüllen. Gesundheit, Freiheit und Liebe sind nicht nur ethische oder spirituelle Begriffe, sie sind zutiefst verbunden mit unserer seelischen Gesundheit. Ein Mensch, der nicht lieben kann, leidet oft innerlich an Einsamkeit, Schuldgefühlen, Scham oder emotionaler Abgestumpftheit. Ein Mensch, der nicht frei ist, leidet ebenso an innerem Zwang, Angst vor Verlust, Abhängigkeit oder dem ständigen Versuch, Erwartungen zu erfüllen. Die gesunde Psyche braucht Bindung, aber sie braucht auch Autonomie. Nur in der Spannung zwischen Nähe und Freiheit entsteht psychische Reife. Hans-Joachim Marz spricht in diesem Zusammenhang von falscher Anpassung. Viele Menschen verhalten sich so, dass sie gemocht werden, aber sie verlieren sich dabei selbst. Sie funktionieren, aber sie fühlen sich leer. Ihre Liebe ist ein Tauschgeschäft. Ich bin brav, dann werde ich nicht verlassen. Doch das hat mit reifer Liebe nichts zu tun. Es ist die emotionale Logik eines verletzten Kindes. Gerhard Hüther geht noch einen Schritt weiter. Wenn wir nicht lernen, uns in Freiheit mit anderen zu verbinden, entwickeln wir keine Resilienz. Dann wird Beziehung zur Bedrohung oder zur Bühne. Statt echter Begegnung entsteht Kontrolle, statt Intimität Rollenspiel. Nur wenn wir selbst sein dürfen, können wir auch jemandem begegnen, ohne uns zu verlieren. Auch Michael Deppner betont, dass seelische Gesundheit auf einer klaren Selbstbeziehung basiert. Nur wer mit sich selbst verbunden ist, mit dem eigenen Körper, der eigenen inneren Wahrheit, dem Gewissen, kann anderen aufrecht begegnen. Er nennt das existenzielles Selbst, einen inneren Ort, an dem der Mensch nicht funktionieren muss, sondern lebt, in Verantwortung, in Freiheit, in Wahrhaftigkeit. Liebe ohne dieses Selbst wird leicht zur Abhängigkeit. Freiheit ohne Liebe wird leicht zur Vereinzelung. Nur die Verbindung beider Pole, frei und verbunden, autonom und berührbar, macht echte Gesundheit möglich. Das gilt für Partnerschaften, für Eltern-Kind-Beziehungen, für spirituelle Lehrer-Schüler-Verhältnisse und letztlich auch für das Verhältnis zu sich selbst.
Seelische Gesundheit heißt nicht immer stabil sein, sie heißt in sich wohnen, ehrlich fühlen und frei entscheiden. Wer diesen Weg geht, liebt anders, nicht kontrollierend, nicht aus Angst, nicht um geliebt zu werden, sondern aus einem inneren Überfluss heraus, weil er selbst in Verbindung ist. Echte Liebe ist ein Wagnis, kein romantisches Gefühl, das einfach passiert, sondern eine bewusste, verantwortete Entscheidung, die immer wieder neu getroffen werden will. C.S. Lewis hat es auf den Punkt gebracht. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sie ist ein Akt des Willens. Und dieser Wille muss sich bewähren, nicht nur in der Nähe, sondern auch in der Freiheit. Denn je mehr wir frei sind, desto mehr zeigen sich unsere wahren Beweggründe. Lieben wir, weil wir es wirklich wollen oder weil wir uns abhängig fühlen? Bleiben wir, weil wir reif sind oder weil wir Angst vorm Verlassenwerden haben? Diese Fragen sind unbequem, aber notwendig, denn Liebe ohne Selbsterkenntnis wird schnell zur Projektion und Freiheit ohne Verantwortung wird zur Flucht. Gerade in Zeiten, in denen viele meinen, Spiritualität bedeutet Gleichmacherei, alles ist Licht, alles ist eins, alles ist irgendwie Liebe, braucht es Unterscheidungskraft. Und hier kommt Armin Risi ins Spiel, warnt eindringlich vor einem falsch verstandenen Einheitsdenken, das Gut und Böse relativiert, als wären sie bloß zwei Seiten derselben Medaille. Doch Liebe, sagt Risi, ist nicht neutral. Sie ist klar, sie ist wählend. Sie ist mutig. Sie sagt Ja zum Guten und Nein zum Zerstörerischen. Diese geistige Unterscheidung ist keine Engstirnigkeit. Sie ist ein Ausdruck geistiger Reife. Wer alles bedingungslos akzeptiert, macht sich blind, nicht liebevoll. Denn wer das Böse nicht mehr erkennt, kann sich ihm auch nicht mehr widersetzen. Und das ist kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt ins Chaos. Wahre Liebe entsteht nicht durch die Auflösung aller Gegensätze, sondern durch die bewusste Entscheidung für das Leben, die Wahrheit, die Freiheit. Und sie beginnt nicht beim anderen, sie beginnt in uns. Michael Deppner nennt das den Weg zurück zum existenziellen Selbst, zu einem Ich, das weiß, wer es ist und wer es nicht mehr sein will. Ein Ich, das liebt, weil es sich selbst kennt. Ein Ich, das Nein sagen kann und dadurch sein Ja erst Bedeutung bekommt. Hans-Joachim Marz würde sagen, reife Liebe ist keine Projektion, sondern Beziehung. Und Gerhard Hüther ergänzt, reife Liebe will, dass der andere sich entfaltet, nicht, dass er bleibt, wie er mir gefällt. Und vielleicht liegt genau darin der Ruf, der in all diesen Stimmen mitschwingt. Dass Liebe keine Harmonie ist, sondern Wahrheit. Kein Auflösen, sondern ein Durchdringen. Kein Stillstand, sondern eine gemeinsame Entfaltung in Freiheit. Wer das verstanden hat, der strebt nicht nach perfekter Liebe, sondern nach wahrer. Nach einer Liebe, die nicht ideal ist, aber echt. Die nicht alles heilt, aber alles Menschliche würdigt. Und die gerade darin ihren höchsten Ausdruck findet. Im mutigen, freien Ja zum Leben. Mit offenen Augen und offenem Herz. Wahre Liebe ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern die Gegenwart von Wahrheit, Freiheit und Würde.